Hey Nico. Hey Michael. Du, es kam jetzt immer wieder mal die Frage, ob unser Kopf auch druckverlustfrei sich abschrauben lässt vom Dämpfer. Wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen? Klar, können wir gerne machen. Das geht auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Komm, wir gucken uns das mal an. Dann schauen wir uns das mal an. Pass auf, wir haben wie bei allen unseren Dämpferpumpen auch beim Rennkompressor Suspension den zweistufigen Dämpferanschluss. Das heißt, wir haben eine erste Stufe, die wir aufs Ventil drehen, und dann eine zweite Stufe, die wir danach zudrehen können, um das Ventil zu öffnen. Okay. Da geht dann praktisch der Pin auf den Pin vom Autoventil. Genau so ist es, genau so sieht es aus. Und wenn wir das jetzt mal machen, kann man euch hier zeigen. Ich schraube den Anschluss einfach auf das Ventil drauf. Jetzt haben wir schon mal ein druckdichtes System. Aber erst, wenn ich die zweite Stufe hier drunter zudrehe, dann hört man so ein ganz leises Zischen. Zack, und jetzt ist auch Druck auf der Pumpe. Und jetzt geht das Manometer an. Das Manometer geht dann automatisch an und wie wir hier sehen, wir haben 108 PSI drin. Jetzt können wir natürlich den Dämpfer auf unseren gewünschten Druck einstellen. Ich sage jetzt einfach mal, wir wollen hier auf 160 PSI, relativ leichter Mensch. 166. Können wir auch direkt unseren Druckablass zeigen. Hier oben am Kopf haben wir so eine kleine Schraube dran. Die können wir ganz langsam öffnen. Und damit ganz präzise PSI genau unseren Druck ablassen. Bis auf 160 PSI, die wir jetzt eingestellt haben. Okay. Jetzt kommen wir zum Abschrauben. Ich will natürlich den Druck hier im Dämpfer drin behalten. Deswegen mache ich als erstes die zweite Stufe hier unten auf, bis ganz zum Anschlag. Und habe jetzt den Dämpfer schon mal von dem Schlauch getrennt. Das heißt, wir haben aber immer noch 160 PSI hier in dem Schlauch drin. Und in so einem 2 Meter Schlauch ist natürlich einiges an Luft drin. Wenn ich jetzt die erste Stufe abdrehe, dann hört man es wieder zischen. Das ist jetzt aber nur die Luft, die im Schlauch drin ist, weil der Dämpfer ist ja dicht. Genau, das war nur die Luft, die hier aus dem Schlauch rausgekommen ist, relativ viel. Der Dämpfer war dicht, das heißt, wir haben unsere 160 PSI da behalten. Okay Nico, das habe ich jetzt soweit verstanden. Ich habe mal was anderes mit digitalem Manometer mitgebracht. Jo. Etwas kürzerer Schlauch, dass er sich leichter gegenprüfen lässt. Ich schraube jetzt auch den zweistufigen Kopf auf, stelle den Druckausgleich her und habe 157 PSI. Jawohl, natürlich 3 PSI haben wir jetzt verloren, die sind halt hier in den kurzen Schlauch reingegangen, aber wir sind sehr genau dabei. Okay. Dann haben wir jetzt 3 PSI verloren. Das heißt aber, wenn wir die anschrauben mit dem 2 Meter Stahlfleckschlauch, verlieren wir ein bisschen mehr. Genau, also wir verlieren hier je nach Dämpfer oder Gabel so 30 bis 50 PSI, wenn wir die anschrauben, weil naja, wir haben halt einen 2 Meter langen Schlauch, damit wir auch ans Fahrrad kommen, wenn es auf dem Ständer ist. Dann lass uns das mal anschauen. Sehr gerne. Ich schraube die wieder ab. So, dann gebe ich dir auch direkt mal den Anschluss hier wieder und ich kann die Pumpe hier so ein bisschen hinhalten, dass wir direkt unsere Auto-On-Funktion auch zeigen können. Okay, der Kopf ist aufgeschraubt. Erste Stufe drauf. Jetzt schraube ich den Kopf zusammen für den Druckausgleich. Da war das Zischen. Und wir haben jetzt hier ja, 53 PSI verloren in dem Dämpfer. Ist ein sehr kleinvolumiger Dämpfer. Das heißt, die 53 PSI sind in diesen 2 Meter langen Schlauch gegangen. Wie du siehst, Michael, wir können dank des zweistufigen Ventilanschlusses wunderbar den Druck hier im Dämpfer aufpumpen und druckverlustfrei wieder abschrauben. Das Einzige, was wir halt haben, ist dieses Zischen durch diesen 2 Meter langen Schlauch, also dass die Luft in dem Schlauch verloren geht. Okay. Danke, Nico. Gerne. Ihr dürftet. Bidelüm oder Bidelüm gemacht? Läuft es oder läuft es nicht? Wie du siehst, Michael. Nee. Der bleibt drauf.